Zeig mir mal 3 Geschwister, die 35 Jahre mit dem Vater zusammenarbeiten. Gibt's? Mein Name ist Bernhard Albers. Ich bin der Senior der Firma ELA und auch der Senior der Familie Albers. Mein Name ist Elisabeth Albers, geborene Meiring. Habe hier in der Nachbarschaft gewohnt und haben uns hier beim anderen Nachbar damals kennengelernt und lieben gelernt. (1947) hat mein Vater hier so ein Behelfsheim dann, was wir auch noch gleich mal sehen da, wie ich es übernommen habe, gebaut. Und dann war es so, dass ich einen Anruf krieg, Vater hat einen Herzinfarkt, du musst nach Hause kommen. Und da musste ich übernehmen die Schmiede, weil er nicht mehr arbeiten konnte. Ist nicht gestorben, hat noch 18 Jahre gelebt. Aber ich musste dann 3 kleinere Geschwister ernähren und die Eltern mit 19. Ja, dies ist ja hier, wollen wir sagen, das war früher die Schmiede. Da haben wir auch hier hinter uns, ist, wollen wir sagen, wo das Schmiedefeuer gestanden hat, wo ich manches Hufeisen heiß gemacht habe, um das dann unterm Pferd anbrennen und dann nachher beschlagen habe. Und das ist eigentlich hier die Urzelle von allem, was daraus entstanden ist. Wir waren die ärmsten Leute von Harenmitt. Und also auch so ein bisschen dieses, dass ich überall so rumgewühlt habe und gemacht. Die Schwiegereltern wollten ja nicht, dass ich ihre Tochter heirate. Die sollte ja, weil die ein Schiff hatten, also hier so ein Schlickloper. Schlickrutscher. Und da sollte jetzt ein Kapitän kommen und nicht ein Schmied. Also 58 habe ich das übernommen. Am Anfang 62 haben wir geheiratet. Und dann habe ich versucht, natürlich auch andere. Dann haben wir ein Taxiunternehmen gegründet. Auch meine Frau hat immer wieder Taxi gefahren. Dann hat sie behinderte Kinder gefahren. Dann haben wir einen Bus gekauft. Ich hatte ja den Beruf Schneiderin. Und wenn die Kinder abends im Bett waren, dann habe ich noch für andere Leute genäht und für unsere Kinder. Ne? Und dann bin ich ja auch viel unterwegs gewesen und habe immer gesehen, weil ich auch auf den Baustellen selbst mitgearbeitet habe damals noch, die Treppengeländer eingebaut, Balkongeländer und so weiter. Und dann wurde immer mehr geklaut. Das war sogar so schlimm, wenn du die Flex hinter dir legtest. Konnte sein, wenn du die haben wolltest, und dann war sie weg. So, und das war ja abends und nachts noch viel schlimmer. Und da waren diese Bauwagen mit diesen runden Dächern. Wenn du einmal da mit einem Eisen hinter, dann war die Tür auf, dann konnten die einbrennen. Und dann war ich in Hamburg damals und sah, dass diese Schiffscontainer kamen, die ersten von Amerika. Da bin ich da hingegangen und gefragt, ob ich da mal gebraucht was von kaufen könnte, weil mir das ja in den Kopf flimmerte, dass ich den an den Bauunternehmer weiterverkaufen wollte. Nee, wenn einer kaputt wäre, den könnte ich kriegen. Und dann aber 1, 2 Jahre später, das war, wo man sagen, das erste Mal gegangen war 68 und so 70 dann, ja, da wurden die ersten schon ausgemustert. Und die konnte ich dann kaufen. Ich sage, Hermann, heute kaufen wir 10 Container. Du hast einen Vogel mit 10. Und wer will die denn haben? Dann haben wir annonciert in Fachzeitschriften über ganz Deutschland. Und morgens um 8 Uhr ging das schon, grüß Gott. Ich sage, das ist einer aus Bayern, wieder nicht. Und die haben gekauft und gekauft. Ich konnte gar nicht so viel kriegen, dann bin ich nach England gefahren, habe da Container aufgekauft. Und. Und wir hatten ja keine Außendienste, da habe ich alle verkauft. Ich habe 90.000 Kilometer im Jahr gefahren. 80.000, 90.000. Und dann bin ich nach den Kunden gefahren, die dann größer wurden, auch die Kunden. Die haben dann ja auch gesagt, wir wollen ja nicht nur Material da reinlegen, wir wollen auch Leute da reinstellen. Und wir wollen die auch mieten. Und dann habe ich welche umbauen lassen, Fenster reingeschnitten in den Seekontainern, von innen isoliert und dann verkauft. Und ich war auch, wenn ich beim Kunden war das so, dann haben wir uns über alles unterhalten. Zum Schluss sagt er, ja, aber schreiben Sie mal auf, das kann sowieso keiner andere machen. Den Auftrag.
Auf Messe haben wir so viel Spaß gehabt am Verkauf. Wir sind 20 Mal auf der Hohenhofer Messe haben wir ausgestellt. Und da war immer Lothar bei uns auf dem Stand und so weiter. Ne? Und ja, und zum Schluss, wenn der letzte Tag war, dann wurde alles verkauft, was da war, dass wir es nicht wiederholen mussten. Ne? Und da hatte ich dann auch Kunden für. Ne? Ja, Ela ist eigentlich alles. Aber das beste Glück war, dass ich sie getroffen habe und dass wir geheiratet haben. Ne? Danke. Manch einer hält das nicht 60 Jahre durch. Ne? Wir haben es geschafft mit beiden Mann und uns hat immer einer gesagt, wenn euch einer was will, mit dem Rücken an anderen stehen und auf jede Seite haut einer hin. Ne? Das müsst ihr machen. Ne? Ela Container, also den Namen. Ne? Einmal Elisabeth Alves und einmal Ela Emsland. Früher war ja MEF, war ja das Zeichen hier von dieser Gegend. Und dann kam ja EL, Emsland. Und das kam uns ja zugute. Da haben wir überall an alle Autos EL genommen und als dritter Buchstabe dann das A. Ja, Ruderübergabe. Wie wir festgestellt haben, nach 16 Jahren ist das ja auch unheimlich gewachsen und die haben auch unheimlich was gemacht, muss ich sagen. Und das heißt natürlich auch, mal einen Schritt zurückgehen. Wenn die meinen, dass das in Ordnung ist, dann sollen die das machen. Und die können auch nur davon lernen, wenn sie mal einen Fehler machen. Meine Meinung. Die drei machen das auch hervorragend jetzt. Ne? Und da gucke ich auch gar nicht dementsprechend und sage da auch nichts zu. Das ist ja, und jetzt gleich kommt ja schon die dritte Generation, ne? 27. Der 27. ist ja gerade vor 5 Monaten geboren. Urgroßoma und Urgroßopa sind wir jetzt. Ja. Du Keks über der Sitte. Ja, was soll denn sonst?